Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Wohl befördert. Das hier ist mein Partner Pikachu. Das heißt, komm schon, du musst das jetzt schaffen. Oh. Oi. Das war ein bisschen knapp gerade. Und damit herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Legenden Arceus. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut mir dann auch in den nächsten Episoden hier dabei zu, wie ich zur Pokémon Legende werde. Haha, wie wir den Pokédex hier vervollständigen. So, wir haben in der letzten Folge gar nicht so viel frei spielen können, weil wieder eine ganze Menge Story-Input war. Das ist aber gar kein Problem. Heute kümmern wir uns dann weiter genau darum. Guck mal, da haben wir zum Beispiel ein Zipurze und in der letzten Folge haben wir den Auftrag bekommen, uns um Zipurze zu kümmern. Beziehungsweise Zipurze zu fangen und okay. Das war ja gar nichts, ey. Okay. Aber ich merke auch gerade, dass ich gar nicht die Pokébälle ausgewählt habe, sondern mal wieder feurige. Ja, das geht ja gut los. Geht ja richtig gut los. So, ich schau mal, ob wir hier Zipurze irgendwo finden. Wir müssen auch unsere Pokémon noch ein bisschen stärker trainieren. Das müssen wir auch noch alles schaffen. Mensch. Nur zu tun hat man hier. Stress. Dieses Spiel ist reiner Stress. Noch schlimmer als Stardew Valley. So, da ist Zipurze. Und ich versuche mal, dieses Zipurze mit den in der letzten Folge erlernten Überraschungsmanöver zu catchen. Vielleicht wird das ja was. Naja, nicht wirklich. Aber komm, vielleicht bleibt es drinne. Yes! Gefangen. Geht doch. So, da haben... Oh, Mist. Da ist noch eins. Das möchte ich auch gleich haben. Sieht es mich? Ah, das klang nach Überraschungsmove. Manöver. Nein, oh scheiße, das ist ausgebüxt. Dann muss ich dich wohl töten. Nein, ich gucke einfach, dass ich... ich habe nur noch 2 Pokébälle. Wir müssen Pokébälle machen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir sind ja schon fast... Okay. Okay. Belisa ist aufgestiegen. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal kurz mal Pokébälle herstellen. Oh, warte mal. Können wir auch Schwerbälle? Nee, können wir noch nicht. So. Ach, guck mal. Beleber konnte ich auch schon herstellen. Das sollte ich vielleicht auch machen. Tränke. Wie viel habe ich denn? 8 habe ich. So. Die auch noch gemacht. Perfekt. So, dann können wir noch ein bisschen einsammeln. Nee. Ah. Gott, ich komme mir mit dieser Steuerung immer noch nicht richtig klar. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Wir werden uns hier noch oft genug, glaube ich, verschätzen. Ist drin geblieben? Nee, ist natürlich nicht drin geblieben. Jetzt aber. Ach guck mal, wenn es überrumpelt wurde, kann es in der ersten Runde nicht angreifen, wie so ein Überraschungsangriff. Das finde ich gut. Das müssen wir uns merken. Vielleicht können wir das auch in Zukunft zu unserem Vorteil dann nutzen. So, jetzt das hier noch machen. Dann gehen wir noch hin zu ihm hier. Der scheint noch eine Quest für uns zu haben. Was hat er denn? Edwin! Du kommst mir gerade recht. Ich brauche Amrena-Beeren. Du weißt schon, diese roten glänzenden Beeren. Sie wachsen zwar an den Beerenbäumen hier in der Gegend, aber es gibt da ein kleines Problem. Ich habe kein Pokémon, das mir pflücken hilft. Und hier kommst du ins Spiel. Du wirfst einfach einen Ball, in dem sich ein Pokémon befindet, gegen einen Beerenbaum und schon pflückt dein Pokémon die Beeren für dich. Wenn du mir 3 Amrena-Beeren bringst, verrate ich dir im Gegenzug einen Trick. Habe ich die schon? Ja, hier bitte. Und wie versprochen verrate ich dir noch einen Trick.
Wirfst du eine Beere in die Nähe eines Pokémon, kann sie seine Aufmerksamkeit erregen. Probier's doch mal aus. Wirf einem der wilden Zirpurzi hier in der Gegend eine Beere zu. Nee, mach ich nicht. Oh, ich habe Pokébälle bekommen. Sehr gut. Sehr gut. So, da ist irgendwie noch eine komische Pflanze. Da ist ein Kleinstein. Cool. Nein, hat er mich gesagt. Oh, der soll mich doch nicht sehen. Der sollte mich doch eigentlich gar nicht sehen. Cool, bleibst du drinne? Jawoll. Sehr schön. Das geht doch gut. Ätherkraut, noch... Ah, oh, oh, nicht gut, nicht gut. Bamelin, bitte. Oh Gott, kämpfen die jetzt? Die kämpfen beide. Okay, gar kein Problem. Erster Doppelkampf. Ich habe auch schon gelesen, dass man in diesem Spiel keine eigenen Doppelkämpfe quasi führen kann, sondern die Pokémon und die Gegner, besser gesagt, immer im Vorteil quasi sind, weil man kein zweites Pokémon gleichzeitig draußen haben kann. Das ist noch ein bisschen doof. Ich hoffe natürlich, dass das in den neu angekündigten Pokémon-Spielen anders sein wird. Denn ja, gestern war, also für mich gestern war die Pokémon Direct oder Pokémon Present. Weiß ich immer nicht, wie das heißt. Und da wurden natürlich die neuen Spiele angekündigt und ich bin schon etwas gehypt, denn so genau wie wir es erhofft hatten, scheint es auch zu sein. Das Pokémon Legenden Arceus Modell wird wohl übernommen. Das heißt, offene Spielwelt, offene Pokémon fangen, so wie hier. Ich glaube, das wird genau das sein, was da stattfindet. Und ich freue mich schon. Ich freue mich schon sehr. So, jetzt freue ich mich auch, dieses Staralidi noch kaputt zu machen. Ich hoffe... Oh. Das Problem mit diesen Staralidi, die hauen immer ab. Warum hauen die denn immer ab? Finde ich gar nicht gut. Hier, gib mir das. Ich will nicht, dass mich dieses Kleinstein angreift. So, es sollte aber nicht... Die sollten aber erstmal hier kein Problem darstellen. Die Kämpfe nerven auch gar nicht so wie früher. Also was heißt wie früher? Also wie die, wie in den anderen Titeln, ne? Weil man genau weiß, dass ein Pokémon-Kampf kommt. Die sind auch relativ schnell vorbei. Es gibt nicht 1000 Screens, die irgendwie noch geöffnet werden. Nein, es geht ja eigentlich immer alles ganz gut. So, Jona. Oh, sieh eine an. Ist das nicht euer Professor? Tatsächlich, der Larven. Hallöle. Oh, ich dachte schon, ich käme zu spät. Als Pokémon-Professor konnte ich es mir einfach nicht entgehen lassen, dieses Elite-Pokémon mit eigenen Augen zu sehen. Das ist wohl wirklich Teil ihrer Arbeit. Gut, solange sie uns nicht in die Quere kommen, habe ich nichts dagegen. Die Geweihanhöhe. Hier bringen wir den Nachkommen des Pokémon, dem einst der Segen des ehrwürdigen Sinnoh zuteil wurde, unsere Gaben dar. Zirp! Dies ist keiner der besagten Nachkommen, nur ein Unruhestifter, der für Aufruhr sorgen will. Okay, du siehst nicht entspannt aus. Butch, vertreibe es von diesem geweihten Ort. Ich heile vorher noch schnell deine Pokémon. Danke. My word, dieses Pokémon ist ja riesig. Kein Wunder, dass Elite-Pokémon überall gefürchtet werden. Ganz richtig, Elite-Pokémon sind riesige und unheimlich starke Pokémon. Außerdem verfügen sie über besondere Attacken, die sie umso gefährlicher machen. Halte dich nicht zurück und begegne ihm mit deiner vollen Stärke. Sei vorsichtig, Butch, durch seine immense Größe ist es schon gefährlich genug. Aber mit Sicherheit verfügt dieses Pokémon obendrein über gewaltige Stärke und Ausdauer. Wenn du gegen es kämpfen willst, solltest du die richtigen Pokémon dabei haben und ihnen starke Attacken beibringen. Pokémon, deren Augen rot leuchten, nennt man Elite-Pokémon. Ja, hier in Berlin nennt man die Kiffer, ne? Okay, so. Ja komm, mit Feurigel sollte das doch es sollte doch kein Problem sein.
Hä? Zirp! Okay. Dann eben so. Aber ich kann das doch bestimmt auch fangen, oder? Y-Kopf Aeroas ist natürlich ein bisschen kacke. Keine Information vorhanden. Okay. Und was hier mit Y? Ach, da kann ich das gucken. Okay. Pass mal auf. Dann machen wir jetzt erstmal Glut. Er leidet Verbrennung. Das ist erstmal ein guter Aeroas ist kacke. Ich möchte nicht, dass Feuerriegel besiegt ist, denn ich möchte wirklich, dass Feuerriegel hier auch Erfahrungspunkte bekommt. Das muss ich kurz gucken. Starrer Lilly ist natürlich sehr effektiv gegenüber zur Peise. Setzen auch schnell noch einen Beleber für Feuerriegel ein, selbstverständlich. Der muss ja langsam mal der muss sich ja langsam mal entwickeln. Sollte nicht allzu stark sein, sehr gut. So, wir kämpfen. Machen aber auch nicht zu dolle. Wenn wir zu dolle machen, dann stirbt uns zur Peise noch. So wie jetzt. Ah. Egal. Oh, ein Paneko kann sich entwickeln. Einfach unglaublich zu sehen, wie jemand einen Elite-Pokémon im Kampf bezwingt. Wie der Held aus den Legenden. Überlass mir kurz deine Pokémon, damit ich sie heilen kann. Vielen Dank. Was in aller Welt? Damitier. Ah, nee, das hat ja Jona gesagt. Ich muss auch gucken, wer hier was sagt. Ey, ich bin wirklich froh, dass Damirplex eine Entwicklung bekommen hat. Schaut euch an, wie gut das Ding aussieht. Richtig schön. Er sieht dich mit solcher Güte an. Dafür solltest du dankbar sein, Butch. Okay. Tschüss. Sieht aus, als hätte Damirtier dich ins Herz geschlossen, du Glückspilz. Hin und wieder kommt es vor, dass Damirtier Menschen auf sich reiten lässt, während es durch die Hisui-Region galoppiert. Wir sind ihm dafür zu Dank verpflichtet. Faszinierend, dieses Damirtier lässt Menschen auf seinem Rücken reiten. Ganz so wie die Reit-Pokémon aus Alola. Professor Larven! Butch! Ich bin auf Befehl von Kommandantin Celestis hier. Sie meinte, sobald Butch seinen Auftrag erfüllt hat, könnten wir hier ein Basislager errichten. Diam und der Expeditionsleiter werden sich aus gutem Grund dafür entschieden haben, aber ist es wirklich eine weise Idee, noch mehr Basislager zu errichten? Hisui wurde vom ehrwürdigen Sinnoh als Lebensraum für die Pokémon erschaffen. Solange es eure Absicht ist, Seite an Seite mit ihnen zu leben, sollte es kein Problem sein, wenn ihr dieses Land nutzt. Außerdem scheint Damirtier Butch wohlgesinnt zu sein. Hat sich wohlgesonnen? Naja, jedenfalls vielen Dank für das, was du heute getan hast. Ich werde dem Oberhaupt des Diamant-Clans davon berichten und dir später eine angemessene Belohnung zukommen lassen. Ja Mann, Geld! Gib mir Geld! Geld ist immer gut. Wenn wir Seite an Seite mit den Pokémon leben wollen, dürfen wir sie nicht fürchten. Wir müssen sie besser verstehen und dafür brauchen wir einen vollständigen Pokédex. Wenn der Bautrupp hier eintrifft, werden sie sich um die Errichtung des Basislagers kümmern. Okay. Cool, das ging ja natürlich schnell. So. Das Basislager auf der Geweih-Anhöhe ist fertig. Wie wäre es, wenn wir ihm den Namen Anhöhenbasis geben? Wenn du Jubeldorf verlässt und als Ziel die Anhöhenbasis auswählst, kannst du deine Erkundungen ab jetzt von hier aus beginnen. Warum können die das nicht einfach so normal zeigen? Also das muss man doch nicht erklären. Du musst doch in einem Spiel nicht sagen, kannst jetzt schnell reisen. So, da wird doch immer wieder, die Immersion wird doch quasi immer wieder zerbrochen. Je mehr Basislager wir haben, desto leichter können wir forschen. Das war gute Arbeit. Treffen wir uns doch später bei der heißen Kost, ja? Ach, schon wieder, ey. Denk auch immer nur ans Essen. Ich bin noch gar nicht fertig hier mit
naja. Okay, 1500 ist nicht schlecht. Ansonsten Starrer Lily haben wir fertig, das ist gut. Dann können wir die wenigstens abgeben. So. Den zweiten Stern haben wir noch nicht erreicht. Hätten wir uns vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können, aber egal. Egal, ist nicht schlimm. Ich nehme wieder die üblichen Kartoffelmochi, Mubeshi. 3 Portionen, du weißt Bescheid. Habt ihr von diesem Axantor gehört, das in Rage sein soll? Einige unserer Leute wollten die Lage heute Morgen genauer unter die Lupe nehmen und wurden von ihm angegriffen. Der Sanitätstrupp hat nun alle Hände voll zu tun, damit sie wieder zusammenzuflicken. Du redest von dem Axantor, das von einem heftigen Blitzeinschlag erwischt wurde und sich seitdem seltsam verhält, oder? Mir sind ein paar Berichte zu Ohren gekommen. Nun, für solche Fälle ist unser Forschungstrupp sofort zur Stelle. Natürlich ist es gefährlich, unbekannten Pokémon auf die Spur zu gehen, aber wir haben ja Butch an unserer Seite. Aber die Stärke dieses Axanthos soll die eines Elite-Pokémon bei weitem übertreffen. Als Forschungstrupp ist es unsere Aufgabe herauszufinden, wie stark es wirklich ist. Und um dem nachzugehen, müssen wir körperlich und geistig absolut fit sein. Darum brauchen wir eine ordentliche Mütze Schlaf, würde ich sagen. Hey, darf ich auch mal wieder selber spielen? Spiel? Ja, es ist ja alles gut und schön, aber lass mich spielen. Du musst hier nichts abkürzen. Immer diese Abkürzungen die ganze Zeit. Guten Morgen, Butch. Du sollst dich schnell ins Büro des Expeditionsleiters aufmachen, bevor er seine Sumo-Techniken an dir ausprobiert. Hey, ich verklag den. Wirklich kann doch nicht sein, dass er mich andauernd verprügelt hier. Ich finde das nicht okay. Ich will nicht immer verprügelt werden. Das darf der gar nicht. Ja, naja. Dann auf zum Hauptsitz. Na, ist es euch endlich klar geworden, dass ihr eure Zeit damit verschwendet, ein falsches, ehrwürdiges Sinnoh zu verehren? Wer sind die denn? Sagt derjenige, der ein Sinnoh verehrt, das den Fluss der Zeit kontrollieren soll. Unser Sinnoh, der Schöpfer des Universums und damit allen Raumes, ist das einzig wahre, ehrwürdige Sinnoh. Ha, ihr könntet so viel Raum haben, wie ihr wollt, und ihr wüsstet doch nichts Vernünftiges damit anzufangen. Ach, und du willst mir weismachen, ihr wüsstet etwas mit der Zeit anzufangen, die euch gegeben ist? Ha, immerhin hast du es geschafft, dich an die vereinbarte Zeit zu halten. Das ist mehr, als ich dem Perl-Clan für gewöhnlich zutraue. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass du dich in deinem ach so geliebten Raum verläufst. Wie bitte? Dieses ehrwürdige Sinnoh hat uns vom Perl-Clan mit diesem Raum und damit dem Fundament unserer Welt gesegnet. Als würde ich mich darin verlaufen. Schluss damit. Nichts ist eine größere Zeitverschwendung, als diese sinnlosen Diskussionen mit dir zu führen. Ich sollte das ehrwürdige Sinnoh dafür um Verzeihung bitten, dass ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Aber wie auch immer. Ich gehe jetzt zu Expeditionsleiter Denboku. Unfassbar. Du hast diesen Streit doch vom Zaun gebrochen. Was denn für ein Streit? Habt ihr einen an der Waffel? Sobald die zwei sich begegnen, ist die Stimmung im Eimer. Das Mädchen von eben, dem der Raum so wichtig war, heißt Perla. Sie ist das Oberhaupt des Perl-Clans. Der Mann, der ständig von der Zeit gesprochen hat, ist Diam, das Oberhaupt des Diamant-Clans. Die Namen lassen sich gut merken, nicht wahr? Die zwei Clans tolerieren sich gegenseitig, wenn auch gezwungenermaßen. In der Vergangenheit sollen sie sich aber bekriegt haben. Naja, viel wichtiger ist jetzt der Boss. Expeditionsleiter Denboku will dich sehen. Du solltest lieber schleunigst in sein Büro gehen. Mhm. Kann mir mal bitte jemand erklären, was das gerade war? Das kann doch nicht sein, dass die... Also... Man hat wirklich krampfhaft versucht, irgendwie ein paar Gegenpole zu schaffen, ne? Das ist ja wohl das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Raum und Zeit gegenüberstellen und sich bekriegen lassen. Also wirklich. Er ist schon ganz schön dolle uninspiriert. Und dann noch die Namen dazu. Diam und Perl. Hier, die frechen Bidisa, das hätte ich gern. Offenbar gibt es da eine Bande von 3 frechen Bidisa, die im Jubeldorf Unruhe stiften. Sprich mit Tsumugi vom Sicherheitstrupp und geh der Sache auf den Grund.
Wenn ich das mit den Nebenquests so richtig verstanden habe, ist es ja wohl so, dass ich die entweder hier an Bord finde oder eben draußen bei den Leuten. Und ganz ehrlich, das finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, klar, einerseits lässt es dich weniger erkunden, aber es kann eben doch einfach mal sein, dass man etwas übersieht und dann kriegt man die Nebenaufgabe trotzdem noch, wenn man sich ständig ans Board begibt. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Guck mal, die hat auch noch eine Quest. Du kommst wie gerufen. Ich suche einen Stein für meinen Einwegtopf. Würdest du mir dabei helfen? Er sollte auf den Topf passen und so schwer sein, dass mein Gemüse nicht heraustreibt. Allerdings werde ich so einen schweren Stein kaum alleine hochheben können, daher sollte er sich am besten von allein bewegen. Ich glaube, so ein Kleinstein wäre optimal. Angeblich leben davon welche bei der Geweihanhöhe. Fang doch bitte eins und bring es mir, ja? Ich warte zu Hause auf dich. Ey, ich habe schon einen Kleinstein. Das bringe ich dir gerne vorbei nachher. Sehr, sehr gern. So, auf zu Denboku. Sonst wird er nämlich zu Son Goku. Denboku, was gedenkst du gegen das in Rage geratene Axantor zu unternehmen? Es mag der Nachfahre eines Pokémon sein, das einst für das ehrwürdige Sinnoh kämpfte, aber so kann es nicht weitergehen. Immer eins nach dem anderen, Diam. Zeit ist ein wertvolles Gut, wir sollten sie nicht verschwenden. Wie denkst du also, sollte ich mit einem König des Perl-Clans verfahren? Deshalb bin ich ja hier. Wenn es um einen König des Perl-Clans geht, sind uns vom Diamant-Clan die Hände gebunden. Sonst kommt es wieder zu einem Konflikt zwischen uns, so wie zur Zeit unserer Vorfahren. Wurden nicht auch einige eurer Leute verletzt? Willst du dieses Problem wirklich ignorieren? Will der Diamant-Clan damit etwa andeuten, dass wir uns selbst des Königs entledigen sollen, den wir vom Perl-Clan verehren? Ich habe es zwar gedacht, aber nichts dergleichen gesagt. Wo ist da der Unterschied, du Tölpel? Ich würde zuerst gern wissen, warum ein König wie Axantor derart die Kontrolle über sich verliert. Das wüsste ich auch gern. In der Geschichte des Diamant-Clans kam so etwas zumindest noch nie vor. Du bist hier. Das ist Butch, das neueste Mitglied unseres Forschungstrupps. Oh, Jona hat von... Nee, Diam. Jona hat von jemandem mit diesem Namen erzählt, der Damitirs Gunst genießt. Dann bist du also derjenige, der aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge gefallen kam. Kaum zu fassen. Ich bin Diam, Anführer des Diamant-Clans. Offiziell heißt es wohl Oberhaupt, aber das klingt mir zu altbacken. Der Riss im Raum-Zeitgefüge. Heißt das womöglich, du stammst aus dem Raum, in dem sich das ehrwürdige Sinnoh aufhält? Ich bin Perla, Oberhaupt des Perl-Clans und für meine große Voraussicht bekannt. Bist du wirklich aus diesem Riss im Himmel gefallen? Ich kann das nur schwer glauben. Hier also mein Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir Axantor zuerst ihm überlassen? Du willst König Axantor einem unerfahrenen Neuling überlassen, der behauptet, durch den Riss im Himmel gekommen zu sein? Ach, und wie lange bist du nochmal Oberhaupt? Als Oberhaupt zählen nicht die Jahre an Erfahrung, sondern der Wille, sich furchtlos der rauen Wildnis von Hisui zu stellen. Dann spricht ja auch nichts dagegen, diese Sache einem Neuling zu überlassen, oder? Mich hast du jedenfalls überzeugt, Denboku. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch Leute von der Galaktik-Expedition bei der Arbeit zu beobachten. Mal sehen, wie hilfreich eure seltsamen Bälle tatsächlich sind. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Das ehrwürdige Sinnoh hat Hisui erschaffen, damit die Pokémon hier frei sein können. Wir sollten Seite an Seite mit ihnen leben und sie nicht uns untertan machen. Wir nutzen die Bälle nicht, um uns die Pokémon untertan zu machen, sondern um mit ihnen koexistieren zu können. Seht zu und ihr werdet es verstehen. Eine neue Mission wartet auf dich, Butch. Geh und finde heraus, was es mit Axantor auf sich hat. Nein, verstanden. Machen wir. Gar kein Problem. Als Fremder mit einer merkwürdigen Herkunft werden dir viele mit Argwohn begegnen. Ihr Vertrauen kannst du dir nur durch eines verdienen. Harte Arbeit. Der König des Waldes ist in Rage. In der Tat. Und je schneller das passiert, desto besser. Verschwenden wir keine Zeit. Der König des Waldes, Axantor, ist ein Nachfahre der Pokémon, die einst vom ehrwürdigen Sinnoh ihre Kraft erhielten. Seine Stärke wird also in keinem Vergleich zu dem stehen, was du bisher erlebt hast.
Der Diamant-Clan und der Perl-Clan leben schon weitaus länger in der Hisui-Region. Als Außenseiter müssen wir von der Galaktik-Expedition uns darum bemühen, gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen. Verstehst du? Lasst uns über die Mission des Expeditionsleiters sprechen, Butch. Komm in mein Büro. Ey, weil ich auch nur hin und her geschickt hier, ey. Schon mal was von Work-Life-Balance gehört? Naja, egal. Ja, bisschen schneller, bitte. So. Worum geht's? Butch! Professor Lavin. Professor Lavin, die Auftragsbesprechung, bitte. Well then. Butch, du sollst Axantor erforschen und herausfinden, warum es derart in Rage geraten ist, richtig? Dann wirst du es mit einem außergewöhnlich starken Pokémon zu tun bekommen. Mitglieder des Sicherheitstrupps, die von Axantor angegriffen wurden, haben versucht, Pokébälle auf es zu werfen, aber sie hatten nicht den Hauch einer Chance, es zu fangen. Die aggressive Veranlagung mancher wilder Pokémon ist nichts im Vergleich zu seiner Rage. Ich will es mit aller Deutlichkeit sagen. Diese Mission birgt immense Gefahr. Bist du dafür bereit? Habe ich eine Wahl? Natürlich. Na schön, dann teile ich dir jetzt die nötigen Informationen mit dir. Der Diamant-Clan und der Perl-Clan halten die Pokémon, die sie Königinnen und Könige nennen, für Gesandte des ehrwürdigen Sinnoh. Die Orte, an denen sie sich bevorzugt aufhalten, tragen den Namen Hoheitsstädte. Dort bringen die Mitglieder der Clans ihnen Opfergaben dar oder richten Feste zu ihren Ehren aus. Vielleicht können wir mit Axantor fertig werden, wenn wir herausfinden, welche Opfergaben es bevorzugt. Butch, wir haben etwas mit dir zu besprechen. Die Sache ist die: Hinter dem Riss im Raum-Zeitgefüge befindet sich möglicherweise die Welt, in der das ehrwürdige Sinnoh weilt. Und das ehrwürdige Sinnoh, das wir vom Diamant-Clan verehren, gebietet über die Zeit. Dass du aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge gekommen bist, könnte bedeuten, dass du die Zeit selbst überwunden hast. An jemand so bemerkenswerten hätte ich ein besonderes Anliegen. Bitte erforsche Axantor nicht nur, sondern finde auch einen Weg, es zu besänftigen. Perfect Timing, Diam. Wir haben gerade genau darüber gesprochen. Oh, Sie sind der Professor, von dem man so viel hört, was? Freut mich. Ich hoffe, Sie können mir einiges beibringen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Perl-Clan verehrt den König des Waldes zutiefst. Ich bin mir sicher, dass Sie eure Hilfen begrüßen würden, auch wenn Sie sich weigern, ausdrücklich darum zu bitten. Ehrlich gesagt haben wir vom Diamant-Clan mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Auch einer der Könige, um die wir uns kümmern, ist in Rage verfallen. Er lebt in den Bergen, fernab von hier. Es stimmt, dass es in der Vergangenheit oft zu Streit zwischen unseren beiden Clans gab. Aber solange wir alle hier in Hisui leben, müssen wir solche Probleme gemeinsam lösen. Nur leider gibt es in unseren Rängen so gut wie niemanden, der es mit einem so starken Pokémon aufnehmen könnte. Du bist also unsere einzige Hoffnung. Axantor solltest du beim Baumriesenkampffeld antreffen, tief im Innerwald. Sein Wächter heißt Topin. Der Junge hat einen scharfen Verstand, der ihn leider nicht immer vor Torheit schützt. Über sein geliebtes Axantor wird er dir bestimmt eine Menge erzählen, ob du ihn nun danach fragst oder nicht. Jedenfalls verlassen wir uns auf dich. Du schaffst das bestimmt. Bis später. Sie haben gesagt, was sie sagen wollten, und sie haben sich dann sofort vom Acker gemacht. Für sie ist die Zeit wohl wirklich kostbar. Diam und Jona haben ein paar nützliche Informationen mit uns geteilt. Wenn du der Sache mit Axantor auf den Grund gehen willst, solltest du am besten direkt zu ihm gehen. Die neue Anhöhenbasis eignet sich bestens als Ausgangspunkt, wenn du dich zum Baumriesenkampffeld aufmachst. Und schau am besten auch mal bei der Weide vorbei, um sicherzustellen, dass du die richtigen Pokémon dabei hast. Boah, so viel, und wir kamen schon wieder nicht dazu, uns viele Pokémon zu fangen. In der nächsten Aufgabe werden wir noch diese eine Kleinstein-Nebenquest abgeben. Aber jetzt ist erstmal diese Folge für heute vorbei. Die ging auch schon wieder recht lang. Vielen Dank fürs Reinschalten. Mein Name ist Butch und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder, wenn ihr dann ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, vielleicht noch kommentiert und die Glocke aktiviert. Ansonsten guckt auch gerne alles andere auf diesem Kanal. Lasst wie immer Bob einen schönen Gruß in den Kommentaren da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin für heute raus. Macht's gut!